1962 legte BMW mit der neuen Klasse den Grundstein für alle Modelle, wie wir sie heute kennen. BMW 3er und BMW 5er basieren auf der Entscheidung in den 60ern, alles neu zu machen. Und jetzt ist es wieder soweit. BMW zeigt uns heute kein neues Modell, sondern den Start einer neuen Ära. Aber dabei wollen die Münchner mehr BMW sein als je zuvor. Und ob das nun Marketing ist oder ob das wirklich stimmt, das schauen wir uns an. Das ist er, der neue BMW iX3 und damit der erste Vertreter der Zukunft von BMW, der neuen Klasse. Wie der Name schon verrät, ist es ein X3 und damit positioniert sich der neue iX3 zwischen BMW X1 und BMW X5 und ist dementsprechend knapp unter 4,80 Meter lang. Der lange Radstand von knapp unter 2,9 Metern erklärt schon alles. Das Auto ist natürlich ein Elektroauto, aber dazu später mehr, denn wir bleiben beim Design. Mir gefallen die Proportionen wirklich sehr gut und wenn BMW sagt, sie sind mehr BMW als je zuvor, da meinen sie auch das Design. Tolle Proportionen, breite Schultern, das Auto steht wirklich sehr gut da, aber der wirkliche Blickfänger ist die Front. Die BMW-Designer sprechen vom Blick nach vorne, aber gleichzeitig vergessen sie nicht auf die Heritage und das beschreibt das BMW-Design perfekt. Es wirkt so, als hätte der BMW iX3 eine Generation übersprungen, denn die vertikalen Lichtelemente, die voll digitale Front, wirkt eigentlich wie aus einem Science-Fiction-Film, doch beim Blick auf die Details kommt die Heritage zum Vorschein, denn die vertikalen Nieren erinnern ganz klar an ikonische BMWs der 80er Jahre. Und ja, BMW ist stolz auf die Heritage, aber sie wollen auch stolz sein auf die Zukunft, denn der BMW iX3 kann nicht nur gut ausschauen, ist auch unterm Blech echt ein richtiger Meilenstein. Hier steht das Lounge-Modell und die vorläufige Top-Variante, der BMW iX3 50. Doch was heißt das? Der neue BMW iX3 hat, wie in jeder Modellvariante, 800 Volt Technologie und hier einen 108 Kilowattstunden netto großen Akku. Und nur als Einordnung, über 100 Kilowattstunden nutzbar. Das war bis vor ein paar Jahren der absoluten Luxusklasse vorbehalten, aber jetzt finden wir diese Akkugröße in einem typischen Familien-SUV. Und das gepaart mit einer Effizienz von, laut WLTP zumindest, 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verspricht eine Reichweite von 800 Kilometern und damit sind wir beim ersten großen Dealbreaker des neuen BMW iX3. Ja, eine große elektrische Reichweite ist gut, aber irgendwann muss man laden, aber auch das kann der BMW iX3 richtig gut. Mit einer maximalen Ladegeschwindigkeit von 400 kW lädt der BMW iX3 in 21 Minuten von 10 auf 80%. Das klingt vielleicht nicht unglaublich schnell, aber in anderen Worten heißt das in 10 Minuten laden 350 Kilometer Reichweite im großen Akku. Und ein kurzes Beispiel, das ich vorher aufgeschnappt habe, das ist circa das Äquivalent von einer 10-minütigen Pause von München in die Toskana. Und ich glaube, da braucht jeder Mensch mehr als der neue BMW iX3. Aber ja, auch weit fahren ist nichts Neues, denn ein BMW braucht vor allem eins und das ist die Freude am Fahren. Und mit 470 PS und Allradantrieb soll das ganze Ding auch wirklich gut funktionieren. Wir haben 675 Newtonmeter Drehmoment, das sind keine Sportwagenwerte, aber ich habe vorher ein bisschen frech nachgefragt, auch eine M-Version ist in Planung und wir sind noch nicht gefahren, aber die Journalisten schwärmen davon. Das Auto hat kein Luftfahrwerk und nicht mal adaptive Dämpfer, aber es soll eine gute Balance sein zwischen Komfort auf der Autobahn, aber auch Spaß auf der Landstraße. Egal ob am Weg in die Toskana oder einfach im Alltag, man verbringt im besten Fall ziemlich viel Zeit im neuen BMW Elektro-SUV und deswegen soll der Innenraum das eigentliche Highlight sein. Und hier sitzen wir wirklich in einer komplett neuen Welt. Und diese Welt heißt Panoramic iDrive. Das absolut futuristische und komplett neue Bedienkonzept von BMW. Leider ohne iDrive Controller, aber dafür mit einer Armada an Displays.
Hier zentral ein Parallelogramm, ein zum Fahrer geneigtes Touch-Display, das jetzt alle Funktionen beheimatet. Und dieses Touch-Display steuert auch das eigentliche Highlight, die Panoramic Vision. Eine Art Hologramm in der Windschutzscheibe, aber nicht zu verwechseln mit dem Head-Up-Display, denn das gibt es natürlich trotzdem darüber. Wie soll ich sagen, es ist überwältigend, keine Frage, aber ich glaube, es ist auch typisch BMW ziemlich zweckorientiert. Du siehst sofort alle Informationen und kannst es sehr intuitiv steuern. Hier gehe ich auf Panoramic Vision und steuere somit meine Leiste ganz oben. Ich gehe auf Konfigurieren und möchte zum Beispiel Distanz und Zeit zum Ziel in der Mitte haben. Und ich sehe es live sofort angezeigt. Das Männchen in der Mitte ist natürlich der BMW Voice Assist. Hey BMW, mir ist heiß. Temperatur auf Minimum gesenkt. Im Prinzip nichts Neues, aber BMW sagt, sie haben weiter daran gearbeitet, dass das Ganze noch intuitiver funktioniert. Und speaking of intuitiv, die wichtigste Shortcut-Funktion ist bereits gespeichert, das finde ich ziemlich lustig. Geschwindigkeitswarnung aus, wir kennen es und wir hassen es. Aber auch wenn ein Aufschrei kommen wird, dass der Controller weg ist, glaube ich, dass das auf Dauer eine wirklich gute Lösung ist. Und wenn ich sage auf Dauer, meine ich das so, denn das System mit Parallelogramm, Touch-Display, mit Panoramic Vision und Head-Up-Display wird bis 2027 in 40 neuen Modellen vorkommen. Das heißt, Neuvorstellungen und künftige Facelifts oder BMW sagt dazu LCIs werden mit diesem System ausgestattet und damit setzt BMW echt eine ziemliche Benchmark, denn das habe ich noch nie gesehen. Ein für mich immer sehr wichtiger Punkt ist das Lenkrad. Ich muss ehrlich sagen, der erste Eindruck dieser Tasten ist nicht unglaublich gut. Es sind so halb physische, halb haptische Tasten. Das heißt, lauter, leiser wird zwar irgendwie reingedrückt, aber dennoch geht viel über haptisches Feedback. Aber ich glaube zu vermuten, dass man hier vermeiden kann, dass man falsche Sachen berührt oder aus Versehen irgendwelche Einstellungen trifft, die man gar nicht möchte. Es ist eine Gewöhnungssache, aber ich glaube, auch da hat BMW die richtige Entscheidung getroffen. Und wie ich vorhin gehört habe, wurden im gesamten Entscheidungsprozess im Interieur über 3000 potenzielle Kunden befragt. Und ich glaube, die Schwarmintelligenz hat sich hier hoffentlich bewährt, denn das könnte echt gut funktionieren. Eine Sache, die sofort deutlich wird, ist die Reaktionsgeschwindigkeit. Und die basiert auf einer neuen zentralen Rechnerarchitektur. Das klingt kryptisch, ist aber eigentlich ganz einfach. Anstatt unzähliger kleiner Rechner, die alle arbeiten und miteinander reden, gibt es jetzt einen großen, einen ordentlichen. Und der sorgt für unglaublich schnelle Reaktionen, ein wirklich natürliches, organisches Wischen und ermöglicht, solche abstrakten und solche futuristischen Landschaften zu interagieren und ermöglicht das ganze System, dass es richtig flüssig und echt einfach gut funktioniert. Ja, Displays sind wichtig und sie werden wohl auch immer wichtiger, aber was auch zählt, ist die harte Währung und das ist der Platz. Wir reden hier von einem BMW iX3 mit BMW iX3 Länge, aber BMW X5 Platzverhältnissen. Und selbst ich mit knapp 2 Metern sitze beim Sitz, der auf mich eingestellt ist, auch in der zweiten Sitzreihe wirklich gut. Und vor allem die Kopffreiheit ist echt beeindruckend. Weiter geht's mit dem Platzangebot beim Kofferraum, denn hier spricht BMW von über 500 Litern im Normalzustand und etwas über 1700 Liter umgeklappter Rückbank. Also mehr als genug für alles, was das Leben bringt. Jetzt geht's richtig los. Man spricht von AI, man spricht von Tempo. Aber ich glaube, das braucht man, denn die Chinesen schlafen auch nicht. Doch ich bin mir ziemlich sicher, mit diesem Produkt können Sie den asiatischen Konkurrenten Paroli bieten, denn es ist richtig gut. Egal ob 800 Volt Technologie, 800 Kilometer Reichweite, fast 500 PS, das ist keine M-Version. Typische BMW Fahrdynamik und ein Interieur, das, wie ich finde, Maßstäbe setzt. Ja, man wird sich daran gewöhnen müssen, doch diese Panoramic Vision ist wirklich gut gelungen und vor allem sie funktioniert schnell. Keine Softwareprobleme, kein Laggen, kein Ruckeln. Es gibt 4 Zentralrechner, einen für jeden Themenschwerpunkt, egal ob Fahrdynamik, Infotainment, allgemeines Energiemanagement.
und Lichter und so weiter und so fort. Und Lichter ist ein gutes Thema, denn was früher chrom war, ist jetzt Licht. Und auch die Zukunft ist bright und damit sage ich danke fürs Zuschauen. Ich bin zuversichtlich und wir sehen uns beim nächsten Video.